In den Schienenfahrzeugeinstellungen finden Sie, wie aus der ersten App gewohnt, auf der linken Seite Ihre Lokliste, jetzt aber in neuem Design. Diese Liste der Schienenfahrzeuge können Sie bearbeiten, indem Sie auf das Stiftsymbol am unteren Bildschirmrand klicken. Links von den Fahrzeugen erscheint ein Symbol, mit dem Sie auf Klick Loks löschen können. Wenn Sie die Fahrzeuge rechts außen gedrückt halten, können Sie sie ganz einfach in Ihrer Liste nach oben oder unten verschieben. Am Ende klicken Sie auf Fertig oder auf manchen Geräten auf das X-Symbol. Eine weitere Möglichkeit, Fahrzeuge ganz einfach aus Ihrer Liste zu löschen, ist das Streichen von rechts nach links. Beim Hinzufügen neuer Fahrzeuge mit dem Plus-Symbol müssen Sie zuerst die Art des Fahrzeuges, ob es Lokomotive, Waggon, Zubehör, Zug, Kameralok oder Demolok ist, festlegen. Als besonderes Feature existiert in der neuen App auch eine Lok-Datenbank. Sofern Sie mit dem Internet verbunden sind, können Sie in dieser Datenbank Ihre Loks nach Artikelnummern suchen und erhalten so Ihre Lok genau eingestellt. Alle Lokdaten, Funktionen und das dazugehörige Bild sind dann bereits vorhanden. Falls eine Ihrer Loks nicht gefunden wird, dürfen wir Sie darauf hinweisen, dass derzeit noch nicht alle unsere Lokomotiven in der Datenbank vorhanden sind. Jedoch wird diese laufend weiter befüllt. Alle weiteren Einstellungen für die einzelnen Fahrzeuge sind jetzt oben in Form einer Menüleiste angeordnet, sobald Sie eine Lok aus Ihrer Liste antippen. In der Kategorie Daten lassen sich allgemeine Lokdaten wie Name, Bild oder Fahrstufe festlegen. Wenn Sie die Lokadresse hier ändern, während Sie mit der Z21 verbunden sind, haben Sie die Möglichkeit, diese auch gleichzeitig für die Lok, die momentan auf Ihrem Gleis steht, zu übernehmen. Deshalb erscheint sofort das Pop-up mit der Frage, ob und wie Sie programmieren möchten. Sofern Sie Programmieren über POM oder Programmiergleis auswählen, wird die eingestellte Adresse direkt auf den Decoder in Ihrer Lok übertragen. Falls Sie das jetzt nicht wollen, wählen Sie den Punkt Abbrechen. Wenn Sie das Programmieren der Adresse beim Konfigurieren Ihrer Schienenfahrzeuge generell ausschalten möchten, klicken Sie auf Programmieren deaktivieren. Das können Sie aber jederzeit in den Einstellungen wieder rückgängig machen. Ganz unten befindet sich der Button Duplizieren. Damit können Sie die aktuelle Lok ganz einfach kopieren, samt allen Daten und Funktionen. Bei den Funktionen können Sie wie immer die Funktionsschalter der Lok einstellen. Für die Funktionstasten stehen Ihnen pro Lokomotive 3 Seiten mit jeweils 12 Tasten zur Verfügung. Es stehen Ihnen die Möglichkeiten offen, durch kurzes Antippen eines freien Feldes ein Symbol auszuwählen, eine Abkürzung zu verwenden oder die Symbolreihenfolge durch einfaches Halten und Verschieben der Symbole zu ändern. Somit wünschen wir Ihnen viel Spaß mit Ihrer Z21-App.